Wer ist für Sie der grausamste Mörder und Serienmörder? Vielleicht derjenige, der Kindern das Leben genommen hat, oder derjenige, der einen Rekord in der Anzahl seiner Opfer aufgestellt hat. Aber heute werden wir einen Fall eines Serienmörders untersuchen, der bis heute geheim gehalten wurde. Es war ihm egal, wen er tötete, Frauen, alte Menschen oder Kinder, und die Zahl seiner Opfer stieg auf über 500. Und nein, das ist keine Erfindung. Nach der Zahl seiner Opfer übertraf er Chikatilo, Popkov, Michasewitsch, Pichuschkin und Anoprienko, alle zusammen. In 10 Jahren krimineller Tätigkeit tötete der Wahnsinnige, über den wir heute sprechen, eigenhändig mehr Menschen als alle blutrünstigsten Serienmörder zusammen. In den 1920er Jahren begann er aus Habgier, Menschen zu töten, und baute nach und nach eine ganze Bande mit Arbeitsteilung auf. Zu seiner Bande gehörten sogar Wäscherinnen, die die Kleidung der Opfer von Blut reinigten und zum Verkauf schickten. In 11 Jahren organisierte er eine regelrechte Mordserie. Selbst Neugeborene wurden Opfer. Seine Taktik war auf lange Sicht angelegt, sodass er viele Jahre lang auf freiem Fuß bleiben konnte. Aber selbst die grausamsten Verbrechen ziehen früher oder später Aufmerksamkeit auf sich. Die angespannte Lage aufgrund der Vermissten und Gerüchte über mysteriöse Morde führte die Ermittler zu Hunderten von Opfern. 1931, Rostauer Region, Russland. Dorf namens Stalin. An diesem Tag entdeckte ein örtlicher Wachmann die Leiche eines unbekannten Mannes mit blutüberströmtem Kopf. Als er sich umsah, entdeckte er 2 weitere Leichen. Die Opfer waren eine junge Frau und ein Säugling. Die Anwohner waren entsetzt. Die Toten waren ärmlich gekleidet, es gab nichts zu rauben. Und selbst wenn man sich ein Motiv vorstellen könnte, was hat ein Säugling damit zu tun? Alle 3 Morde wurden mit einem stumpfen, schweren Gegenstand begangen. Mehrere Jahre lang kursierten in den südlichen Regionen Gerüchte über das Verschwinden und die Ermordung von Menschen. Diese Verbrechen waren so schrecklich, dass sie sofort für viele Jahre unter Verschluss genommen wurden. Dieser Fall ist ohne Übertreibung die Geschichte des massivsten Serienmörders in Russland. Heute werden wir seinen Namen untersuchen, der für immer als Symbol des Grauens und des Wahnsinns in die Geschichte eingehen wird. Ein Mann, dessen Taten die Welt erschüttert haben. 459 Leben wurden durch ihn ausgelöscht. Aber wer ist er? Was hat ihn dazu getrieben? Und wie konnte ein einzelner Mensch eine so große Tragödie verursachen? Als der Ermittler begann, den Fall zu untersuchen, wurde klar, dass die Getöteten eine Familie waren. Der Mann wurde wenige Stunden vor seiner Frau und seinem Kind ermordet. Der Mörder wartete geduldig auf die Ankunft der Frau mit ihrem Säugling, lockte sie dann an einen abgelegenen Ort und tötete sie. Aber warum? Die Strafverfolgungsbehörden begannen, Zeugen zu suchen und die Umgebung zu untersuchen. Einer der Polizisten entdeckte eine weitere Leiche. Es wurde beschlossen, die gesamte Umgebung großflächiger zu untersuchen. Sogar Soldaten wurden hinzugezogen. Das Ergebnis der Suche war schockierend. Es wurden die Überreste von 26 Menschen gefunden. Den gefundenen Leichen nach zu urteilen, fanden die Morde nicht nur in einem Jahr statt. Wie der Ermittler herausfand, wurden die Leichen meist von der Verkehrspolizei gefunden. Sie leiteten die Fälle an die örtlichen Ermittler weiter, die sie jedoch zu den Akten legten, da es keine Möglichkeit gab, die Identität der Opfer festzustellen. Im Jahr 1931 gab es weder eine Datenbank noch eine Kartei, sodass es praktisch unmöglich war, den Mörder zu finden. Es war klar, die Morde würden nicht aufhören. Der Ermittler Ermakov, der versuchte, den Fall aufzuklären, fand immer mehr Informationen über die Opfer. Das Ausmaß der Tragödie wurde immer größer. Aus verschiedenen Teilen der Region Rostow kamen Meldungen über Dutzende gefundener Leichen. Die meisten Opfer blieben unidentifiziert. Sie hatten keine Ausweispapiere bei sich und alle Wertsachen waren ihnen abgenommen worden. Die Kriminalbeamten konnten lediglich bestätigen, dass es sich um denselben Täter oder dieselbe Tätergruppe handelte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Zahl der Opfer bereits die 100 überschritten. Die ersten Leichen wurden bereits 1922 in der näheren Umgebung gefunden. Dabei fiel ein Detail auf. Die meisten Opfer waren mit dem Gesicht nach unten liegend zurückgelassen worden. Der Wahnsinnige wusste, dass die Verwesung des Körpers am Gesicht beginnt und drehte die Leichen deshalb absichtlich um den Prozess zu beschleunigen. Aber die wichtigste Frage war, wie gelang es ihm, die meisten Opfer an die Eisenbahn zu locken? Zu diesem Zeitpunkt wurden neue Leichen entdeckt. 2 Männer waren die Opfer. Diesmal gab es Zeugen, die gesehen hatten, wie 2 Freunde einen Fuhrmann anhalten ließen, der wiederholt in der Nähe des Bahnhofs Zarechnaya aufgetaucht war.
Genau an dieser Stelle stiegen Hunderte von Menschen in seinen Wagen und fuhren in unbekannte Richtung davon. Danach wurde niemand mehr lebend gesehen. Zum ersten Mal gab es eine Chance, die Identität der Opfer festzustellen. Einem Einheimischen gelang es, mit den Fremden zu sprechen und herauszufinden, dass sie aus der Region Archangelsk stammten. Viele Zeugen begannen zu erzählen, dass bereits Anfang 1921 an den Bahnhöfen der Wladikawkaser Eisenbahn ein mürrischer, hinkender Mann aufgefallen war. Man schenkte ihm keine besondere Beachtung. Aufgrund der Verwüstungen waren viele Bauern als Fuhrleute tätig. Über die frühen Jahre von Egor Baschkartow ist nur sehr wenig bekannt, was durchaus verständlich ist. Mit besonderen Verdiensten konnte er nicht aufwarten. Der Lebensweg des zukünftigen Serienmörders begann 1979 in dem kleinen Dorf Semidesiatnoje am oberen Don. Er wurde in einer einfachen Bauernfamilie geboren und verlor kurz nach seiner Geburt seine Mutter. Sein Vater wollte aus seinem Sohn einen richtigen Mann und Bauern machen und zwang ihn daher von klein auf, Hühner und anderes Vieh zu schlachten. An einem dieser Tage verfehlte der 10-jährige Egor sein Ziel und hackte sich den großen Zeh ab, woraufhin er für den Rest seines Lebens hinkte. Später begann der verwitwete Vater, Alkohol zu missbrauchen, und nach einiger Zeit ging er nach Sibirien. Er sagte seinem Sohn, er würde ein besseres Leben suchen, aber es klappte nicht. Und Egor sah seinen Vater nie wieder. Die Dorfbewohner ließen den verwaisten Jungen mit seinen zahlreichen Problemen nicht allein und versuchten ihm zu helfen. Seit seiner Kindheit war er verschlossen und seltsam. Aber niemand konnte sich vorstellen, dass sich hinter dieser Maske ein zukünftiger Mörder verbarg. Egor schaffte es, eine gewisse Ausbildung zu absolvieren und die kirchliche Dorfschule zu beenden. Aber er machte keine weitere Ausbildung. Die Freundlichkeit seiner Dorfbewohner wusste er nicht zu schätzen. Er verfiel dem Alkohol und dem Kartenspiel. Dementsprechend gab er alle Gewinne für Alkohol aus. Der zukünftige Mörder wollte nicht arbeiten, deshalb verpachtete er das Land, das er von seinen Eltern geerbt hatte, und verspielte das Geld beim Kartenspiel. Das Kartenspiel wurde zu seiner größten Leidenschaft und mit der Zeit entwickelte er die Fähigkeiten eines Falschspielers. Er reiste durch benachbarte Städte und Dörfer, spielte Karten und knüpfte umfangreiche Kontakte in der kriminellen Welt. Insbesondere lernte er in mehreren Ortschaften Hehler kennen. Sein Weg in die Kriminalität begann mit kleinen Delikten, aber mit jedem Jahr wurden seine Taten immer brutaler. Baschkartows Ruf war nicht der beste. Seine Nachbarn im Dorf hielten ihn für einen Taugenichts. Der Mann musste eine Frau heiraten, die in jeder Hinsicht ungünstig war. Seine Frau war bei schlechter Gesundheit, litt an Epilepsie und starb kurz nach der Heirat. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde der 35-jährige Baschkartow zum Militär eingezogen. Über seinen Aufenthalt an der Front gibt es keine Angaben. Bekannt ist nur, dass er unmittelbar nach der Februarrevolution von der Front desertierte und in sein Heimatdorf zurückkehrte, wobei er einen Offizier zusammenschlug und einigen Berichten zufolge tötete, dem er eine Gymnastikjacke weggenommen hatte. Zunächst waren die Nachbarn überrascht, dass Baschkartow zur Vernunft gekommen war, schließlich war er mit Offiziersschulterklappen und Auszeichnungen zurückgekehrt. Doch bald stellte sich heraus, dass er aus der Armee desertiert und die Auszeichnungen gestohlen hatte. In revolutionären Zeiten war das kein besonders schweres Vergehen, aber die Nachbarn verurteilten ihn dennoch. Der erste offizielle Mord ereignete sich 1921. Eines Tages trank er mit einem Dorfbewohner Alkohol, der ihn wegen der gestohlenen Offiziersuniform beschimpfte. Baschkartow wurde wütend und schlug ihn, bis er nicht mehr atmete. Als er merkte, dass sein Trinkkumpan tot war, vergrub er die Leiche neben seinem Haus. Mit der Zeit suchte niemand mehr nach dem Vermissten und Baschkartow begriff, jetzt konnte er alles tun, was er wollte. Einige Monate später erschlug er den Ehemann seiner leiblichen Schwester, mit dem er ständig Streit hatte. Alle Wertsachen aus ihrem Haus transportierte er auf einem Karren und verkaufte sie an einen Bekannten, der mit Altwaren handelte. Anschließend verließ er das Dorf und zog in das benachbarte Davydoka. Bald darauf kam es zur Oktoberrevolution und Baschkartow entschied, dass dies seine Chance war. Er gab sich als überzeugter Kommunist aus und meldete sich für eine Sperrtruppe. Im Gegensatz zu den üblichen Truppen, die den Bauern mit Gewalt Getreide und andere Lebensmittel abnahmen, waren die Sperrtruppen nur an Bahnhöfen im Einsatz. Sie durchsuchten die Passagiere und nahmen ihnen Lebensmittel weg, die über die zulässige Mitnahmemenge hinausgingen. Eine solche Arbeit bot viel Potenzial für Missbrauch, was Baschkartow natürlich ausnutzen musste. Die den Passagieren abgenommenen Lebensmittel
verkaufte er über Bekannte, die sich mit dem Aufkauf von Lebensmitteln beschäftigten. Damit war er erwischt. Bashkatov wurde der Spekulation mit Lebensmitteln überführt, was seiner vielversprechenden Karriere ein Ende setzte. Er wurde nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, seine Verdienste für die Revolution wurden berücksichtigt, aber in die Partei aufgenommen wurde er nicht. Nachdem er seine Aussichten auf eine Parteikarriere aufgegeben hatte, beschloss Bashkatov, endgültig in die Kriminalität abzutauchen. Die Zeit dafür war günstig. Die alte Polizei war längst zerschlagen, die neue Miliz befand sich in einem desolaten Zustand und arbeitete offen schlecht. Hinzu kamen die Revolution und der Bürgerkrieg, die Millionen Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben aus ihren Häusern trieben und sie quer durch das Land zogen. Die früheren Beziehungen zwischen den Menschen waren zerbrochen, und oft suchte niemand nach denen, die auf der Suche nach Arbeit weggegangen waren oder verschwunden waren, was es ermöglichte, Menschen zu töten und den Konsequenzen zu entgehen. Bashkatov handelte äußerst geschickt. Sein kriminelles Gespür verriet ihm die Handschrift, dank der er 10 Jahre lang von den Strafverfolgungsbehörden unentdeckt blieb. Er fuhr mit der Eisenbahn von Ossetien bis in die Region Moskau. Er hielt an bestimmten Bahnhöfen, erkundete die Gegend und machte sich dann auf die Suche nach einem Opfer. Aufgrund der Überfüllung und Überlastung der Eisenbahnen sowie des fast vollständigen Fehlens von Hotels übernachteten die Passagiere damals meist direkt an den Bahnhöfen. Dort suchte sich Bashkatov seine Opfer aus. Da er von Geburt an sehr schmächtig und körperlich nicht besonders stark war, suchte er sich nur Opfer aus, mit denen er alleine fertig werden konnte. Meistens waren es Frauen, oft mit Kindern. Abends kam er zum Bahnhof, kam mit den Ankommenden ins Gespräch und bot ihnen an, ihnen bei der Unterbringung zu helfen. Die Opfer gingen mit ihm mit, weil er ihnen Hilfe bei der Arbeit und der Wohnungssuche versprach. Kurz gesagt, er versuchte, sie für sich zu gewinnen. Auf dem Weg wurde es dunkel, und Bashkatov schlug unter einem Vorwand vor, die Nacht im Feld oder im Wald zu verbringen und dann bei Tagesanbruch weiterzugehen. Nachdem er gewartet hatte, bis das Opfer eingeschlafen war, wickelte der Mörder einen schweren Stein in einen Sack oder einen Fußlappen. Diese selbstgebaute Waffe nannte er Mixtura und versetzte dem Opfer mehrere heftige Schläge auf den Kopf. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass das Opfer tot war, nahm er alle Wertsachen an sich und verkaufte die Beute. In der Regel war die Beute des Verbrechers gering. Allerdings tötete er in einem so erschreckenden Ausmaß, dass er selbst aus diesen Kleinigkeiten ein kleines Vermögen zusammenkratzen konnte. Von diesem blutigen Geld kaufte er sich ein Haus in Armavir, wo er sich vorübergehend niederließ. Vorsichtshalber änderte er seinen Namen und benutzte gestohlene Dokumente auf den Namen Ustina Demidova. In Armavir heiratete Bashkatov zum 2. Mal. Einmal bat er eine Frau um eine Übernachtungsmöglichkeit, die ihn zu seiner Überraschung in ihr Haus ließ, ihm zu essen gab und ihn schlafen legte. All dies überraschte Egor so sehr, dass er mit ihr eine Familie gründen wollte. Aus dieser Ehe gingen 3 Kinder hervor, die Bashkatov mit der Zeit ebenfalls in das kriminelle Handwerk einführte. In dieser Zeit änderte er leicht seine Handschrift. Der Wahnsinnige kaufte sich ein Pferd und einen Wagen und fuhr unter dem Deckmantel eines Fuhrmanns zu Bahnhöfen. So konnte er sich Opfer mit vielen Habseligkeiten aussuchen. Außerdem zog er 2 weitere zwielichtige Landstreicher, Skliarow und Babkov, mit ins Boot, die ohne zu zögern bereit waren, mit ihm zu rauben. Nun konnte Bashkatov ohne Angst nicht nur Frauen, sondern auch Männer anlocken, die in der Regel mehr Geld bei sich hatten. Nachdem er einem Mitreisenden geholfen hatte, sein Gepäck auf den Wagen zu laden und sie sich auf den Weg gemacht hatten, begann Bashkatov, ihn nach seiner Familie auszufragen, um so viele wertvolle Informationen wie möglich zu erhalten. Dann hielten sie unter einem erfundenen Vorwand an einem zuvor mit seinen Komplizen vereinbarten Ort an, um dort zu übernachten. Nachts töteten Bashkatov, Skliarow und Babkov ihre Opfer mit einer Mixtur. Manchmal erledigte Egor die Arbeit allein, manchmal nahm er einen Komplizen mit, und in einigen Fällen handelten alle 3 gemeinsam, wenn die Opfer reich aussahen. Bashkatov verstand es, die gewünschten Informationen herauszufinden. Im Namen der Opfer schrieb er Briefe an deren Angehörige, in denen er ihnen vorschlug, ihr gesamtes Vermögen zu verkaufen und zu ihm zu ziehen. Er habe eine gute Arbeit gefunden. In anderen Fällen bat er um Geld für die Einrichtung. Wenn die Angehörigen ankamen, wurden sie von Bashkatov und seiner Familie am Bahnhof empfangen. Er nahm seine Frau und seine kleinen Kinder mit, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen.
Unterwegs tötete er sie nach dem gleichen Muster wie zuvor. Eine dieser Geschichten wurde ganz am Anfang erzählt. Zuerst tötete Egor einen Mann, dann schrieb er einen Brief an dessen Frau, und als diese mit ihrem Säugling ankam, nahm er auch ihr das Leben. Allmählich nahmen die Gräueltaten solche Ausmaße an, dass die 3 Verbrecher sie nicht mehr bewältigen konnten. Ihre Bande wuchs auf fast 2 Dutzend Personen an. In der Bande gab es eine echte Arbeitsteilung. Die einen suchten die Opfer, die anderen töteten sie, die Dritten wuschen die blutigen Sachen, die Vierten verkauften sie. Baschkartows Haupttätigkeitsgebiet war das Gebiet der heutigen Regionen Woronesch und Rostow sowie der Region Krasnodar. Aber regelmäßig fuhr er auf Dienstreise, um nicht die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf sich zu ziehen. Dabei schreckte Baschkartow auch vor ganz kleinen Diebstählen nicht zurück. 1929 wurde er auf einem Markt beim Versuch, einen Korb mit gebrauchten Sachen zu stehlen, erwischt. Er rührte jedoch das Gericht mit seinen Erzählungen über Not und Armut zu Tränen. Er erhielt lediglich 2 Wochen Zwangsarbeit. Die Todesmaschine lief 10 Jahre lang reibungslos. Doch Ende 1931 hatte Baschkartow Pech. Das geplante Opfer erwies sich als harter Brocken. Der Bauer, den sie töten wollten, ahnte intuitiv Unheil, als er Baschkartows Begleiter sah. In der Nacht gelang ihm die Flucht, bevor man ihm die Mixtur verabreichen konnte. Es fiel ihm nicht schwer, sich im dunklen Wald zu verstecken, und bei Tagesanbruch kam er wieder heraus. Der Mann, der wie durch ein Wunder entkommen war, wandte sich sofort an die Strafverfolgungsbehörden und beschrieb die Merkmale der verdächtigen Personen. In einer der Beschreibungen erkannte der Ermittler Ermakow sofort Sklyarow, nachdem seit einigen Tagen gefahndet wurde. Er wurde einer Reihe von Verbrechen verdächtigt, darunter auch der Ermordung seiner eigenen Frau. Sein Haus wurde überwacht. Bald fanden die Strafverfolgungsbehörden heraus, dass Sklyarow und sein Komplize Baschkartow häufig die Stadt verließen. Sie wurden mehrmals in einer der Gaststätten von Armavir gesehen, woraufhin sie mit einer großen Menge an Gegenständen zurückkehrten und diese verkauften. Nach der nächsten Abfahrt des Hausbesitzers wurde ihm direkt in der Gaststätte ein Hinterhalt gestellt. Dieses Mal fuhr Sklyarow allein, aber nach seiner Verhaftung verriet er sofort seine Komplizen und deren Adressen und versäumte es nicht, darauf hinzuweisen, dass Baschkartow ihr Anführer war. Nach Erhalt dieser Informationen eilten Ermittler zu Egor Baschkartows Haus. Zu diesem Zeitpunkt war Egor Baschkartow 52 Jahre alt. Er war verheiratet und hatte 3 kleine Kinder, die er zwang, die Kleidung der Opfer zu waschen. Wie sich schnell herausstellte, lebte das gesamte Gangstertrio unter falschen Namen. Bei seiner Festnahme wurde Baschkartow eine umfangreiche Ausrüstung abgenommen. 2 Säcke mit Männer- und Frauenkleidung und Schuhen. Außerdem fand man im Flur einen blutigen Galisch, einen runden Stein, sowie einen langen Gürtel mit Blutspuren und Rostflecken von Eisen. Hinter der Fensterleiste fand man Dokumente auf fremde Namen. Im Hof, in der Nähe der Toilette, wurden mehrere Notizen gefunden, die Baschkartow an die Familien der Opfer geschickt hatte. Außerdem wurde ein Notizbuch gefunden, in dem er akribisch die Aktivitäten seiner Mordfabrik festhielt. Der Täter hatte 459 Opfer auf dem Konto, was Baschkartow zu einem der blutigsten Verbrecher der Menschheitsgeschichte macht. Nach den Berechnungen aus dem Notizbuch wurden etwa 150 Kinder ebenfalls von Baschkartows Bande getötet. Da die Verbrechen jedoch in verschiedenen Regionen und zu unterschiedlichen Zeiten begangen wurden, konnten bei weitem nicht alle Leichen gefunden werden. Daher wurden Baschkartow und seine Komplizen vor Gericht wegen Mordes an 121 Menschen angeklagt. Die Identität der übrigen Opfer konnte nicht festgestellt werden, ebenso wenig wie ihre Leichen gefunden werden konnten. Es ist nicht bekannt, warum Baschkartow überhaupt ein Tagebuch führte, in dem er alle seine Opfer aufzeichnete. Einer Version zufolge war er ein echter Wahnsinniger, der einfach gerne Menschen tötete. Einer anderen zufolge waren Menschen für ihn nur Gegenstände, Buchhaltungseinheiten, die er in eine Liste eintrug, um das Geld und die bei ihnen gefundenen Gegenstände zu erfassen. Zum Zeitpunkt des Prozesses gelang es den Ermittlern, 27 Personen zu identifizieren, die mit der Bande von Baschkartow in Verbindung standen. Der Täter selbst gestand bereitwillig fast 500 Morde, bestand jedoch darauf, dass er alle Morde aus einem hohen Grund begangen habe, um die junge Sowjetmacht vor den Machenschaften der Konterrevolutionäre zu schützen, zu denen angeblich alle seine Opfer gehörten. Baschkartow glaubte, dass das Gericht ihm wieder Milde walten lassen würde, wie es zuvor der Fall gewesen war, und er nur zu einer kurzen Haftstrafe verurteilt werden würde. Das Gericht war jedoch anderer Meinung.
Im Jahr 1933 wurden der blutige Mörder und seine wichtigsten Komplizen erschossen. Die Frauen der Verbrecher wurden wegen Beihilfe, Unterschlagung und Verkauf der Gegenstände der Opfer an andere Frauen zu 10 Jahren Haft verurteilt. Die Sechserinnen aus der Bande erhielten mildere Strafen. Vor Gericht zeigte Baschkartow weder Reue noch Bedauern. Sein kalter Blick und seine emotionslose Rede bei der Urteilsverkündung schockierten alle Anwesenden. Der bekannte Serienmordexperte Amurcan Yandiev hat sich eingehend mit dem Fall Baschkartow befasst und festgestellt, dass Egor zwar ein Serienmörder, aber kein Wahnsinniger ist. Seiner Meinung nach hat der Verbrecher zwar tatsächlich Freude an den Morden gehabt, aber sein Hauptmotiv war dennoch Habgier. Die ersten, die alle Dokumente sammelten und einen Dokumentarfilm über Baschkartow drehten, waren die Autoren der Sendung Sledstwo z Leonidom Kanewskim, Ermittlung mit Leonid Kanewski. Die Serie erschien unter dem Titel Ubijec Nummer 1, Mörder Nummer 1, die ich allen empfehlen kann, die sich für dieses Thema interessieren. 459 Menschen, jedes dieser Leben wurde durch seine Taten ausgelöscht. Er wählte seine Opfer nicht nach Alter, Geschlecht oder sozialem Status aus. Erst im Jahr 2023 gelang es, die Dokumente zu diesem Fall der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wie viele solcher Fälle die Geschichte Russlands noch verbirgt, kann man nur vermuten oder darauf warten, dass sie ans Licht kommen. Diese Geschichte erinnert uns daran, wie zerbrechlich das menschliche Leben ist und wie wichtig es ist, auf unsere Mitmenschen zu achten, damit sich solche Schrecken nie wiederholen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.